Eine leere Platte, da habe ich die volle Freiheit, machen zu können, was ich will. Aber manchmal bin ich leer. Dann weiß ich nicht, was ich machen will. Also du hast das weiße Papier und das guckt dich an und das ist für mich erstmal ein Schock. Diese letzten Arbeiten, wo ich einfach schon von vornherein was vor mir habe, Strukturen habe, das inspiriert mich, macht mich freier. So merkwürdig wie das klingt, das macht mich freier zum Arbeiten als so ein einfach leeres Stück Papier. Da habe ich das Bedürfnis, oder da macht es mir richtig Freude, da was gegenzusetzen, was Neues draufzusetzen. Und das Alte, das Vergangene zu zerstören. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Strichätzung und Aquatinta. Strichätzung, das sagt ja schon der Name, das sind feine Striche und Aquatinta ist eine Flächenätzung. Also Aquatinta schleife ich gern mit der Maschine ab. Wenn ich dann aber so einzelne kleine Stellen in der Vertiefung abschleifen will, dann mache ich das immer mit nassem Schleifpapier, Metallschleifpapier. Wobei ich sehr, sehr feines nehme. Also 2000er ist so das Feinste, was ich benutze. Und das ist ein bisschen Knochenarbeit. Da muss ich ziemlich drauf rumschleifen. Also so eine halbe Stunde ungefähr brauche ich schon. Für mich ist das eine unglaubliche Vorstellung, dass Rembrandt zum Beispiel, da gibt es große Bilder von ihm, große Radierungen, wo er ganz große Gruppen an Strichätzung abgeschliffen hat. Das muss also Tage gedauert haben. Also vor mir habe ich eine Platte, eine Kupferplatte, die ich bearbeiten will, die ich schon zweimal bearbeitet habe. Als erstes hatte ich Krähen da drauf in Strichätzung. Diese Krähen, ich habe die dann beobachtet und ich fand die so interessant. Mich haben die immer zum Beispiel an so alte Männer erinnert, wenn die da so auf dem Feld stolzieren und so mit dem Kopf wackeln und so. Und ja, und habe immer mehr interessante Details bei den Krähen gemerkt. Und ich habe sie nicht nur gezeichnet, sondern eben auch radiert. Und aus dieser Zeit ist diese Platte, das war 1996. Dann habe ich 2017 ein anderes Motiv raufgebracht. Sie hat mir eigentlich von Anfang an nicht gefallen. Ich habe da übrigens die alte Platte umgedreht. Die ist also steht auf dem Kopf sozusagen. Von der Radierung mache ich dann am PC ein paar Abzüge, also ich scanne das Bild und dann mache ich etliche Ausdrucke und
da mache ich dann meine Experimente, was ich da reinsetze. Also ich habe schon eine bestimmte Vorstellung, was ich da reinsetze, aber da gibt es dann Variationsmöglichkeiten. Alles, was ich spontan mache, klingt eigentlich besser. Und wenn ich zu sehr den Kopf einsetze, dann komme ich an so einen Punkt, wo ich zu sehr naturalistische Sachen, auf so eine naturalistische Ebene komme. Und dann wird es schlecht. Da mache ich dann aber doch mehrere, so 5, 6 meistens, bis ich so die Vorstellung habe, das würde meiner Vorstellung entsprechen. Und zwar ist mir dabei wichtig, ich setze auf diese feinen Strukturen, in dem Falle ja von diesem Bild sind es Krähen, setze ich eine großflächige Figur. Die setze ich mitten rein in diese Struktur und das Drumrum mache ich schwarz. Ich mache das jetzt mit Kohle, aber meine Vorstellung ist, dass ich diese Platte mit Aquatinta extrem verändere für eine neue Form. Also mir sehen die Bilder schon spiegelverkehrt völlig anders aus. Ich bewundere Horst Janssen nicht nur deswegen, aber überhaupt. Der hat tatsächlich spiegelverkehrt gearbeitet. Das heißt, man kann es sehen, auf manchen Bildern hat er seine Unterschrift gleich reingeritzt und die ist dann verkehrt rum, da sieht man es. Mir gefällt das nicht. Ich halte manchmal solche Dinge vor den Spiegel, um zu sehen, wie das spiegelverkehrt ist. Aber im Allgemeinen scanne ich die Sachen und arbeite sozusagen verkehrt rum, also links. Wenn ich es vorm Spiegel halte, da sehe ich manchmal Fehler. Ein Bild muss in meinen Augen auch richtig sein, wenn man es spiegelverkehrt sieht. Also das Ganze ist ein Tiefdruckverfahren. Radierung ist ein Tiefdruckverfahren. Also sowohl Aquatinta wie Strichätzung. Und das beinhaltet, dass alles, was vertieft ist, druckt. Schwarz druckt in dem Falle. Im Gegensatz zum Beispiel zu Holzschnitt oder Linolschnitt, da druckt alles, was oben ist. Da ist die Farbe auf der Oberfläche. Das ist also eine entgegengesetzte Handhabung. Dazu braucht man dann auch keine Presse. Das Motiv, was hell sein
bleiben soll, das decke ich mit Lack ab. Und das, was schwarz werden soll, das bleibt frei. Und die ganze Platte kommt dann nach einer Säuberung, es muss möglichst fettfrei sein, kommt das in einen Staubkasten und ich puste da, man kann das auch mit der Hand machen, ich puste da Kolophoniumstaub drauf. Kolophonium ist eine Art Harz und dieser Staub setzt sich nicht ganz dicht, sondern mit so ganz feinen Zwischenräumen auf die Platte. Und das Ganze schmelze ich ein auf eine Heizplatte. Dann wird dieses Kolophonium zu kleinen Harztröpfchen, die sich fest auf der Platte befinden, und zwar eben mit einigem Abstand. Es sind also nur winzig kleine Punkte, Erhöhungen von diesem Kolophonium auf der Platte. Man kann es manchmal also kaum mit dem Auge sehen. Und das Ganze kommt dann in die Säure, verkehrt rum, denn dieses Eisen-3-Chlorid ätzt Krümel aus dem Kupfer und die fallen dann nach unten, aber eben flach. Und jetzt ätzt das um die kleinen Punkte, diese kleinen Harztröpfchen drumherum. Ich ätze also ungefähr 6 Minuten, kann ich es rausnehmen aus dem Trichloridbad und abspülen mit Wasser, sehr gründlich, weil dieses Eisen-3-Chlorid extrem färbt, braun färbt, scheußlich. Ich trockne es ab und dann löse ich den Lack hinten und vorn von der Platte mit Terpentinersatz. Und erst dann beginnt der Druckprozess. Und dann reibe ich die Farbe, die Druckerschwärze ein, mit einem weichen Tümpel. Also ich verwende da so alte Socken zu, die gefüllt sind. Und damit drücke ich die Farbe tief in die Aquatinta-Vertiefungen ein und auch natürlich in die alten Strichätzungen, die man hier auch noch sieht. Und dann putze ich das blank mit Gaze, die hart ist und sozusagen nur auf der Metalloberfläche dadurch bleibt. Und dann lege ich es auf den Schlitten der Druckerpresse. Darüber kommt das eingeweichte Papier. Das hatte ich einen Tag vorher in Wasser eingeweicht, damit es schön weich ist. Und dann kommt das Papier kommt da schön sorgfältig drauf, was ein bisschen schwierig ist, dass das wirklich nicht schief ist und so weiter. Und dann kommt der Filz drauf und ich drehe die Walze über das Ganze, die Walze der Druckpresse. Mit ungeheurem Druck geht diese Walze jetzt über diese Platte, beziehungsweise Platte und Papier. Und am anderen Ende des Druckschleppens
kann ich dann den Filz abheben und mir das Papier ansehen und mich erfreuen oder auch nicht. Perfekt. Besser. Gut, besser am besten. Ich werde manchmal darauf angesprochen, dass Zerstörung doch etwas Negatives ist, etwas, was wehtut, was Verlust beinhaltet. Und das stimmt bei mir nicht. Zerstörung beinhaltet für mich immer ein Neuanfang in Beziehung zum Alten eben. Ich zerstöre gern. Ich habe vorhin gesagt, ich zerstöre nicht gern eine Fläche oder also eine weiße Wand, ein weißes Papier oder ein lackiertes Metall. Das zerstöre ich nicht gern. Aber ich zerstöre gern etwas, was schon da ist, was schon bearbeitet ist, was gelebt worden ist. Ich verändere ja auch meine Ansichten, die bleiben ja nicht gleich. So kann man es vielleicht vergleichen. Also ich zerstöre irgendwo auch das, was ich gedacht habe früher, oder ich denke es neu, also wie man es nun ausdrückt.